Ich stelle mir gerade vor, wie sich das für Menschen anhört, die normal solche Strecken laufen, 30 Kilometer, 40 Kilometer, die damit überhaupt gar keine Probleme haben. Hier ist ein Recyclinghof, hier kannst du mich abladen. Heute laufen wir ca. 14 Kilometer um den Düsseldorfer Flughafen rum und damit hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es so auf einen kleinen Walk and Talk hier. Wir wandern ein bisschen oder laufen, marschieren ein bisschen und ich nehme dich mit hier. Für viele Menschen ist 14 Kilometer nicht so viel, für mich auf jeden Fall sehr viel. Denn 2018, falls du mich und meine Arbeit noch nicht kennst, 2018 hatte ich einen Darmriss, den ich knapp überlebt habe. Ich habe einen aggressiven Morbus Crohn und dementsprechend muss ich immer auf meine Energie aufpassen. Und solche Sachen wie heute, das ist definitiv für mich ein Werkzeug und Energieregulierung. Und deswegen nehme ich dich hier heute mal mit aus einer anderen Sichtweise. Wir schauen mal gemeinsam bei bestem Wetter, wie diese Route hier wird. Der erste Teil ist hier immer so ein bisschen an der Straße, deswegen schreie ich gerade so ein bisschen gegen den Fahrzeugverkehr hier an. Aber ihr seht schon, hier ist Wald und wir biegen gleich da vorne einmal nach links ab und dann geht es richtig nah an den Düsseldorfer Flughafen. Das Schöne ist hier, du kommst sehr nah dran und daran merkst du vielleicht auch schon, ich bin das Ganze schon mal gelaufen. Und eines meiner größten Probleme ist, dass ich so nach circa 10 Kilometer an Energie verliere. Das heißt, dann habe ich wirklich so einen Energieabfall. Das ist halt nicht cool und das muss ich für mich weiter trainieren und möchte ich auch gerne für mich weiter trainieren. Dementsprechend laufe ich diese Strecke hier, weil sie so schön ist und weil man auch so viele Flugzeuge sieht zwischendurch, möchte ich die ganz gerne immer mal wieder laufen, um mich selber da auch ein bisschen zu trainieren. Wir verlassen jetzt die Straße hier und es wird schon langsam ein bisschen ruhiger, obwohl sie noch da ist. Wir gehen jetzt durch ein Waldgebiet Richtung Flughafengelände. Man kommt wirklich sehr nah ran. Du kannst dir die ganze Route gerne mal auf meinem Komoot-Kanal angucken. Da verlinke ich das Ganze natürlich auch nochmal unter diesem Video hier. Und da kannst du dir die ganze Route mal anschauen. Sie lohnt sich wirklich, kann ich dir sagen. Wir sind angekommen. So ein spannendes Feld hier. Du siehst, du kommst hier sehr nah an diesen Zaun dran. Du darfst auf gar keinen Fall auch nur eine Hand da durchstrecken. Da kommt jetzt gerade ein Streckenposten, nenne ich ihn jetzt mal. Der kommt jetzt ins Bild. Ja, da. Und sobald du da auch nur dein Handy durchsteckst zum Fotografieren oder so, halten die sofort an. Und du kriegst direkt einen drauf. Da startet gerade ein Flugzeug. Ist ein sehr schönes Gebiet zum Laufen. Als ich diese Route damals geplant habe, war mir schon damals wichtig, ich habe gesagt, ich habe einen aggressiven Morbus Crohn. Ich muss zwischendurch, zumindest für den Kopf, eine Toilettenstation haben. Bei so Märschen hat man ja auch so Verpflegungsstationen und ich brauche sowas auch für mich, damit ich einen Anlaufpunkt habe, wo ich weiß, hey, bis dahin muss ich irgendwie durchhalten, falls ich durchhalten muss. Und dann kann ich da ganz kurz Pause machen, kann auf Toilette gehen. Und das Problem bei Leuten mit CED und Morbus Crohn ist halt einfach, dass da jede Sekunde zählen kann, wenn man auf Toilette geht oder Toilette muss. Als ich das Ganze geplant habe, habe ich das Terminal, was ihr da seht, auf der anderen Seite mit eingeplant. Das heißt, da machen wir unseren Stopp. Unser Ziel ist ein Starbucks, auf den ich mich jedes Mal freue. Und da werden wir dann quasi eine kleine Verpflegungsstation einbauen, Toilette mit reinnehmen und dann geht es dann weiter. Angefangen haben wir an einem Wanderparkplatz. Das siehst du dann auf der Komoot-Strecke und ja, da geht es dann halt wieder hin. Normalerweise, als wir sonst immer hier gelaufen sind, kamen die Flugzeuge von da und sind dann hier gelandet. Es scheint jetzt wegen dem Wind andersrum zu sein. Sie sind dadurch alle so ein bisschen weiter weg, aber ich glaube, wir werden genug Flugzeuge heute noch sehen. Jawohl. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass hier so viele
Sonnenkollektoren standen. Die versperren hier voll die Sicht. Sonst konnte man immer schon schön darüber gucken. So, hier sieht man jetzt wenigstens mal ein bisschen was. Hier haben sie noch nicht weitergebaut. Wobei da vorne geht es wieder weiter. Okay. Aber wir kommen ja gleich noch sehr nah ran. Wir haben dieses Jahr noch ein bisschen was vor mit Laufen und wollen noch ein paar Kilometer schrauben und auf den Körper bekommen. Und dementsprechend bin ich gerade so ein bisschen am Rumtesten, was meine Ausrüstung angeht. Ich habe einen Deuters Rucksack auf, der ich glaube 35 Liter hat oder 30 Liter hat. Ein bisschen zu viel. Ich überlege, ob ich für weitere Touren so ein bisschen runtergehe mit einem kleineren Modell. Und wir haben eine Trinkblase, weil auch da sind wir jetzt wieder im Morbus Crohn-Bereich. Das Problem ist immer wieder, dass wenn ich aus Flaschen trinke, gerade bei längeren Touren, für mich längere Touren, dass dann natürlich, wenn du viel reinkippst, wird der Darm aktiviert. Und das ist für mich kontraproduktiv. Und da habe ich für mich nach Lösungen gesucht. Ich habe vorher nie so richtig verstanden, warum diese Laufbubble so schwört auf Trinkblasen. Ich habe es jetzt verstanden. Wir haben auch im Rucksack beide eine Trinkblase drin und das Schöne ist einfach, du kannst mit kleinen Schlucken hydrieren und reizt den Darm dadurch nicht und bringst den nicht in Bewegung. Das Ganze ist auf längere Sicht einfach angenehmer für mich. Hier ist direkt die Feuerwache. Auch immer spannend. Als wir letztes Mal hierher gelaufen sind, standen die ganzen Autos draußen. Das war auch sehr, sehr cool. Inzwischen haben wir 4 Kilometer jetzt geschafft und jetzt sehen wir auch mal hier endlich ein Flugzeug, was da vorne steht. Was ich hier auch immer cool finde, ist, dass du hier an ein Trainingsflugzeug vorbeigehst, das aus Beton, glaube ich, ist, wenn ich das richtig sehe. Da gehen wir jetzt gerade drauf zu. Und wo man offensichtlich Evakuierungen, Löscharbeiten und so weiter dran trainieren kann. Spannend, wie nah man hier dran kommt. Und ich finde das sehr schön, dass man so nah hier dran kommt. Das ist ja in der heutigen Zeit, glaube ich, auch nicht mehr selbstverständlich. Allerdings, der Blick ist immer noch verstellt hier. Und da vorne steht noch eine echte Maschine, die anscheinend auch dafür benutzt wird. Jedes Mal, wenn wir diese Strecke hier laufen, ist es ein richtig schönes Wetter. Wir sind das hier noch nie im schlechten Wetter gelaufen. Letzte Mal war das bei, ich glaube, 35 Grad. Das war so nicht geplant, aber irgendwie hat es sich so ergeben. Und heute haben wir, ich glaube, 22 Grad hat es gerade angezeigt. Und die Sonne brezelt schon ordentlich. Wir haben uns gerade noch mal ganz kurz eingerieben und du siehst ja auch, die Jacke ist mittlerweile aus. Ist doch zu warm geworden auf jeden Fall. Ich wurde beim letzten Mal auf Instagram gefragt, als ich da so die Leute mitgenommen habe zum Wandern, wie machst du das eigentlich mit Essen? Und das ist ein Thema, das ist wirklich schwierig, weil die Tagesform, die ist natürlich gerade bei Menschen mit Morbus Crohn unfassbar wichtig. Ich habe heute Morgen einfach nur Porridge zu mir genommen mit ein bisschen Apfelmus dabei und Zimt. Ich habe festgestellt, dass wenn ich Porridge morgens zu mir nehme, dass ich dann einen ruhigeren Darm habe. Und damit muss ich nicht alle 3 Minuten auf Toilette. Das ist wirklich, ich stelle mir gerade vor, wie sich das für Menschen anhört, die normal solche Strecken laufen, 30 Kilometer, 40 Kilometer, die damit überhaupt gar keine Probleme haben. Aber so ist es halt. So ist es halt. Dass ich hier stehe und hier laufen kann und 14 Kilometer wandern kann, ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das selber auch. Und dementsprechend muss ich mir Systeme bauen, wie ich trotzdem solche Dinge machen kann, die scheinbar gesunde Menschen einfach so spielerisch machen. Spielerisch machen ist es nicht mehr. Ich möchte, dass es spielerisch aussieht. So, inzwischen sind wir im Hinterland des Airports, der ist da quasi. Und hier stehen ganz viele Apfelbäume, das ist so schön.
Meine Schuhe sehen übrigens aus wie Sau, mein Rucksack offensichtlich auch. Ich habe festgestellt, es ist aktuell schon ganz schön trocken, finde ich, für gerade mal Ende April. Also irgendwie die Böden sind staubtrocken. Schau mal hier, wir haben jetzt 6 Kilometer und beim letzten Mal habe ich noch gesagt, hier ist ein Recyclinghof, hier kannst du mich abladen. Heute geht's, das Training wirkt. So, jetzt kommt hier China Han. Oh, das sieht richtig gut aus. Wenn ich da jetzt was esse, kann ich direkt mir ein Uber oder ein Taxi holen und zum Auto fahren. Aber es sieht sehr gut aus. Es ist schon krass, wie nah die Flugzeuge hier an die Wohnhäuser rankommen. Sobald hier was landet, vibriert hier alles. Das ist schon sehr krass. Also ich kann mir nicht vorstellen, da zu wohnen zum Beispiel. Da kommt der nächste Flieger. Wo ist er? Wo ist er? Ja, über mir. Jetzt haben wir hier gleich den größten Höhenunterschied, glaube ich. Nein, aber wir müssen diese komische Schnecke da hoch und müssen auf die andere Seite und dann sind wir sehr nah dran gleich. Die Uhr zeigt mittlerweile 7,36 Kilometer. Wir sind jetzt seit einer Stunde 52 unterwegs. Natürlich immer mal mit Anhalten und Flugzeuge gucken. Energie ist gerade ganz gut. Ich fühle mich wirklich ganz gut. Die Füße tun nicht weh. Die Beine werden noch nicht schwer. Es ist schön und trotzdem freue ich mich jetzt gleich auf Starbucks. Aber den müssen wir uns noch erarbeiten. Wir kommen aber jetzt den Flugzeugensender. Hier ist sehr nett, glaube ich. Hier hast du so deinen eigenen Bereich. Hier werden die Autos auch größer und teurer. Oh mein Gott, ja, das ist... Oh, ey. Ihr seht es, glaube ich, auf der Kamera ein bisschen. Von hier aus habe ich eines meiner Fotos gemacht, die ich immer noch richtig cool finde. Ich blende das jetzt mal hier ein. Das ist quasi von hier aus gemacht. Hier von hier aus gemacht. Ich gehe jetzt nicht mit der Kamera durch dieses Gitter. Vielleicht so. Guck mal, so bin ich. Das geht vielleicht. Hat auf mich immer eine sehr anziehende Wirkung, so ein Flugzeug. Das ist schon sehr cool. So, was nehmen wir heute mal? GLS, UPS, DPD, FedEx. Anlaufpunkt für ein Café da vorne. Größte Café hier in der Umgebung. Sogar Flugzeuge haben Parkplätze dafür. Dusbus Terminal. So eine Häckselmaschine hier. Ja, wir sind bei der Ankunft angekommen. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben. So, da sind wir angekommen. Fragt mich jetzt nicht, warum es da vorne flackert auf der Kamera für euch. Aber eigentlich habe ich das ausgestellt. So, suchen wir uns hier irgendwas zum Hinsetzen. Das Starbucks ist jetzt ein Coffee Fellow. Okay. Können wir kurz darüber sprechen, wie mein Rucksack hier aussieht? Guck dir das mal an hier. Ich habe doch gerade noch gesagt, die Erde ist trocken. Das sieht aus hier. Das ist krass. Und ja, meine Schuhe sehen genauso aus.
heißt, du hast hier auf der Route immer Toiletten. Auch hier wieder. Das ist schon cool. So, wieder on track hier. Wir sind raus aus dem Menschengewusel und wir haben jetzt 9,934 Kilometer und werden jetzt den Rest laufen. Ich habe gerade einen Bagel mit Avocado gegessen. Das wird spannend. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Wir schauen mal. Einfach weitergehen, ablenken lassen von Flugzeugen. Die Strecke ist schön, es macht Spaß, finde ich. Übrigens für alle, die es nicht wissen, wenn du hier hoch gehst, ganz oben auf das Parkdeck, Parkhaus 7 und Parkhaus 9 war es, glaube ich. Von da aus kannst du wunderbar auf die Flugzeuge gucken. Dieser Teil hier fühlt sich ein bisschen illegal an, aber auf Komoot gar kein Problem. Hier darf man herlaufen. Schon zweimal gemacht, noch nie angehalten worden. So, und an der Stelle ist es hier ein bisschen komisch. Da steht der Zoll. Hallo Zoll. Hier gibt es einen Weg, der wirkt ein bisschen komisch. Der ist bei Komoot eingezeichnet. Wir wurden auch schon mehrmals gesehen dabei. Es ist nicht verboten, hierher zu gehen. Das ist quasi hier. Hier ist ein kleiner Bach. Und wir sind jetzt hier oben und gehen jetzt hierher. Aber ich filme hier mal lieber nicht. Aber es ist nicht verboten. Ein Flugzeug gefunden. Das war ein Auto. Aber hier ist das Flugzeug. Sehr cool. So, Sonne im Nacken. Deswegen bin ich hier gerade mein Schatten, mein eigener Schatten. Wir haben 10 Kilometer voll. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich so ab 10 Kilometer meine Energie verliere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann noch, auf jeden Fall. Ich habe gerade, natürlich, wenn man den Fehler macht, man setzt sich hin in so einem Café. Das war echt ein Fehler. Ich wurde echt schlagartig müder. Meine Augen werden auch immer müder. Und, aber ansonsten, ich merke jetzt noch nicht so viel. Meine Füße tun noch nicht weh. Meine Beine gehen noch. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal hier mehr Probleme hatte. Aber ich habe auch nagelneue Schuhe. Vielleicht liegt es auch daran, die sind jetzt gerade so ein bisschen eingetreten. Aber ja, ich merke nicht so viel. Es geht mir gut. Das ist schön. Wieder so ein Gebiet, wo man das Gefühl hat, hier darf man nicht drüber laufen. Aber das stimmt so nicht. Darf man wohl. Wir gehen hier über diesen Taxiparkplatz. Also ich glaube, wichtig ist immer hier, dass man sich an die offiziellen Wege hält und nicht über irgendwelche Zäune drüber geht und so. Dann sagt hier eigentlich keiner was. Also wie gesagt, wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht. So, hier ist der Weg, den man nehmen kann. Vorbei an den Taxen. Ich filme da jetzt mal nicht so drauf. Das System erschließt sich mir gerade nicht. So, da vorne ist die Station, wo wir gleich rein müssen. Und das Schöne ist, hier gibt es diesen Zaun. Und dieser Zaun führt zu Helikoptern. Und ich hoffe, dass da jetzt einer ist. Ansonsten, da steht einer. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Bild. Ich gehe da jetzt mal vorsichtig dran. Hier sieht man auch überall, dass hier schon Leute rumgetreten sind. Da ist Flugzeug. Da. Und da steht der Heli im Sonnenuntergang quasi. Ah, schön. Wir sind oben angekommen. Inzwischen haben wir die 13 Kilometer geknackt. Mir geht's gut. Ich bin müde. Ich gebe es ein bisschen zu. Aber ja, das Brötchen hat gut getan, hat Kraft gegeben auf jeden Fall.
Jetzt geht langsam die Sonne hinter uns so ein bisschen unter, zumindest fängt der Sonnenuntergang an. Jetzt müsste die ein oder andere Maschine noch an uns vorbei starten gleich. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich immer, wenn ich hier wieder ankomme, überlege ich, wie ging es mir beim letzten Mal und wie geht es mir jetzt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und jetzt kommt da gerade ein Flieger. Ich weiß nicht, sieht man ihn? Ich weiß es nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich immer sehr dankbar bin dafür, dass das Ganze funktioniert. Nach einem Darmriss, nach meiner Maurice Krohn-Geschichte, wo ich im Schub war, über Jahre hinweg, das ist nicht selbstverständlich. Aber trotzdem möchte ich ganz gerne mit solchen Videos hier immer zeigen, es ist möglich. Auch mit solchen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist es möglich. Und möchte so ein bisschen damit inspirieren, ja, es selber auszuprobieren, selber sich ein Ziel zu setzen, darauf hinzuarbeiten. Und ja, ich kann dir nur empfehlen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Das hier ist nicht selbstverständlich, aber das weiß ich sehr genau. Es ist das Ergebnis von jahrelanger Arbeit. Ich glaube, man sieht es nicht, die Kamera stellt jetzt gerade nicht scharf. Da vorne läuft, quasi jetzt gleich unterm Flugzeug, läuft ein Fuchs. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Ich glaube nicht. Ja. Und da sind wir auch schon wieder, jawohl. Ah, herrlich. So, wir haben es geschafft, wir sind wieder da. Ich sitze hier gerade schön angelehnt im Kofferraum. Das war eine sehr, sehr schöne Runde. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ich hoffe, du kannst daraus für dich ein bisschen was ziehen. Und wenn du eine ähnlich chronische Erkrankung hast, dann ja, probier es aus. Fang mit kleinen Kilometern an, mit 1 Kilometer vielleicht erstmal und dann steiger dich. Aber wichtig ist, wir müssen proaktiv sein. Das ist super wichtig. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Jawohl. Ich muss jetzt noch nach Hause fahren. Ich schlafe jetzt hier. Mach's gut, ich bin raus. Tschüss, dein Kai.